Herzlich willkommen zur Mai-Legung und zwar zu Pick a Card Edition. Das heißt, wir legen 3 Stapel und du wählst intuitiv deinen Stapel. Wo fühlst du dich hingezogen? Zu welchem Stapel? Es kann auch sein, dass du dich vielleicht zu 2 hingezogen fühlst. Das ist auch völlig in Ordnung. Hier ist einfach wichtig, dass du intuitiv entscheidest. Wir schauen uns so ein bisschen die Hauptenergie an, dein Hauptthema und natürlich auch der Rat der Karten. Wie immer, denk daran, nimm bitte nur das an, was zu dir gehört und biege nichts zurecht. Ich habe die Orakelkarten schon hingezogen, dass es ein bisschen schneller geht und du dich besser entscheiden kannst. Lass dir Zeit, fühl mal hinein, welcher Stapel gehört zu dir, welcher Stapel möchte von dir gewählt werden. Welche Botschaften im Monat Mai warten auf dich? Sei das in der Liebe oder auch beruflich gesehen, spielt absolut keine Rolle. Ich mache immer in der Regel allgemeine Botschaften. Welcher Stapel gehört zu dir? Falls du noch nicht bereit bist, klicke bitte jetzt auf Stopp, also auf Pause, denn ich fange an mit dem ersten Stapel. Und zwar haben wir hier, falls du die 1 gewählt hast, verlagere deine Energie. Ist noch lustig, ich hatte bei mehreren Legungen jetzt diese Karte auch und die Karte möchte ich einfach auffordern, dass du auch weise entscheidest, wie du deine Energie im Monat Mai investierst. Nicht nur den Fokus auf eine Sache, also nicht nur auf eine Lebensbühne fokussieren, das heißt jetzt nicht nur Liebe, 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 sondern betrachte auch die anderen Lebensbühnen, wie zum Beispiel die Lebensbühne der Gesundheit, Lebensbühne der Karriere, Finanzen, Selbstverwirklichung. Verlagere ein bisschen deine Energie, dass du auch die anderen Lebensbühnen betrachtest. Also, weil die Karte kommt oft, wenn wir dazu neigen, ins energetische Klammern zu gehen. Also wie an der Grenze sind von Klammern, also dass wir wie in eine Art Verbissenheit geraten könnten, anstatt in diese Leichtigkeit, in diese hingabungsvolle Energie zu bleiben. Also da ein bisschen aufpassen, dass du nicht ins Verbissene gehst. Wo möchtest du etwas erzwingen? Dass du ein bisschen deine Energie bei dir behältst und so ein bisschen verteilst und nicht nur auf eine Sache oder nur auf einen Menschen fokussiert bist. Was ist so ein bisschen das Hauptthema, was dich begleiten wird, ist 2 der Schwerter. Also hier geht es wirklich darum, Zweifel jetzt zu erkennen und auch aufzulösen. Warum hast du diese Zweifel? Warum kehren immer wieder diese Gedanken zu dir zurück? Warum dreht es sich immer wieder? Und das ist ein ganz, ganz großes Thema. Zweifel jetzt bewusst wahrnehmen, was ist der Kern dahinter und auflösen. Was ist der Rat der Karten? Worauf solltest du Acht geben? Was darfst du dir zu Herzen nehmen? Bube der Kelche, nimm das Neue an. Der Rat ist, nimm das wunderschöne Neue an. Wenn etwas Wunderschönes deinen Weg kreuzt, dann sei auch bereit zu empfangen. Du musst nicht an alten Vorstellungen oder Zielen festhalten, wenn du plötzlich merkst, eigentlich bereichert dich das gar nicht mehr. Also hier kommt etwas Neues und das darfst du annehmen, wenn es sich wirklich schön anfühlt. Wir kommen zum Stapel Nummer 2. Falls du die 2 gezogen hast, haben wir die Erweiterung. Das kam jetzt auch so ein bisschen öfters, noch lustig. Wachstum. Ich sehe, dass hier Wachstum auf dich zukommt im Monat Mai. Starker Wachstum. Ich sehe, dass etwas mehr Form annehmen möchte und jetzt auch Chancen und Möglichkeiten kommen, dass das passieren kann, sei das jetzt in der Liebe oder im Beruf. Natürlich musst du die Chancen auch ergreifen, also auch die Initiative ergreifen. Aber ich habe das Gefühl, hier haben wirklich einige die Chance, auch wirklich in ihre Größe jetzt zu kommen. Ist schön. Das haben wir als Hauptthema König der Münzen. Ja,
etwas bekommt jetzt mehr Stabilität, viel mehr. Sei das finanziell gesehen, beruflich, in der Liebe, etwas bekommt Halt. Weil du eben die Möglichkeiten bekommst, das auch zu generieren oder zu erschaffen oder was auch immer. Etwas bekommt mehr Halt und das ist so ein bisschen dein Thema, dass etwas mehr Substanz bekommt, mehr Stabilität bekommt. Und darauf darfst du dich fokussieren. Also nicht mehr in dieses Kleine gehen, sondern so ein bisschen in die Größe kommen. Ja, die Welt passt zur Größe. Was ist der Rat? Komm in deine Größe. Komm in deine wahren Größe. Groß denken, groß manifestieren. Falls du das Thema Beruf hast und du schon länger überlegst, ob du da ein bisschen in die Erweiterung gehen sollst, sei das jetzt international oder auch online, ist die Antwort ja. Komm in deine Größe. Finde deine wahre Größe. Falls du auch das Thema Ausland hast, ist auch die Antwort ja. Darfst du dich jetzt auf das Thema Ausland ein bisschen mehr fokussieren, und zwar bezüglich auch Stabilität. Wenn du zum Beispiel einen Traum hast zum Auswandern, was musst du tun, damit du dort ein stabiles Leben hast, zum Beispiel geldmäßig, jobtechnisch, was kannst du tun? Sehr spannend, schauen wir noch den dritten Stapel an. Wir haben, mache immer das Beste aus dir. Also hier auch ganz eine klare Botschaft. Hier geht es darum, dass es kann sein, dass eine Situation kommt, die du vielleicht auch nicht kommen gesehen hast oder dich vielleicht ein bisschen auch ärgert, weil du das Gefühl hast, das hättest du besser machen können oder es hätte ein bisschen anders verlaufen können. Und die Karte möchte dich einfach daran erinnern, mach das Beste aus dieser Situation. Es ist okay, also ärgere dich nicht so lang. Ärgere dich nicht, zweifle nicht, bereue nicht. Mach einfach das Beste aus der Situation und aus dem heraus kannst du kreieren oder weitergehen. Also dich nicht aufhalten, weil du dich über etwas ärgerst. 9 der Schwerter, ja, hier kommen so ein bisschen eben diese Nicht-Selbst-Themen könnten kommen bezüglich Selbstzweifel, Ärger, ich hätte das anders sagen können, ich hätte das so und so machen sollen, ich hätte das vielleicht das und so entscheiden sollen. Oder man bekommt plötzlich Angst und Selbstzweifel, ist das doof, ist das gut, soll ich, werde ich hintergangen und so weiter. Das ist die Stimme der Angst. Und deine Aufgabe ist es eigentlich im Monat Mai zu erkennen, wann kommt die Stimme der Angst und wann kommt die Stimme des Herzens. Lerne zu unterscheiden, wann kommt wirklich die Stimme der Wahrheit und wann ist da die Stimme des Mangels da, der Abhängigkeit, der Verzweiflung. Und darum geht es, Ängste zu überwinden und auch aufzulösen, habe ich das Gefühl, weil etwas hält dich zurück, irgendeine Angst hält dich zurück, vielleicht auch ein Glaubenssatz. Und darum geht es, das aufzulösen. Was ist der Rat? Schließe endlich mit einem Kapitel ab. Es ist schon lange an der Zeit. Schon lange. Du zögerst es hinaus und zögerst es hinaus. Und im Mai darfst du jetzt aktiv daran arbeiten, dass sich ein Thema endlich schließen darf. Weil es ist Zeit für Wachstum. Wenn du es eben nicht schließt, kommst du in diese Stagnationsenergie. Und eigentlich wäre jetzt die Zeit da, um zu wachsen. Aber Wachstum heißt Veränderung. Du kannst nicht wachsen, wenn du am gleichen Ort stehen bleibst. Und das ist so ein bisschen der Rat. Erkenne die Ängste, erkenne Glaubenssätze. Was hält dich zurück? Und wenn du das erkennst, kannst du auch viel besser Themen hinter dir lassen, die eigentlich schon lange geschlossen werden dürfen. Ja, sehr spannend. Ich würde sagen, wir nehmen noch eine allgemeine Karte. Ein allgemeines Thema, also für das Allgemeine. Hauptthema hätte ich jetzt am Anfang an ziehen können, aber ist mir irgendwie nicht in den Sinn gekommen. Ass der Kelche. Chancen kreuzen im Mai unseren Weg. Ich habe generell das Gefühl, im Mai ist so ein bisschen auch ganz stark die Energie davon, jetzt kannst du so richtig aussenden.
manifestieren und das kriegst du zurück. Und denk daran, wenn wir etwas manifestieren, wir kriegen oft die Werkzeuge dazu zurück. Oder wenn du ein Haus manifestierst und du kein Geld hast, wird dir jetzt selten ein Haus vor die Füße gelegt. Aber es könnte sein, dass du eine Chance bekommst, um mehr vielleicht Geld zu kreieren oder an wichtige Informationen zu kommen, wie du dennoch ein Haus erwerben kannst und so weiter. Auch so können Manifestationen ausschauen. Also nimm das wahr. Also hier kommen ganz viele Chancen, was du indirekt manifestiert hast oder manifestieren wirst. Darum achte darauf, was du aussendest, das wirst du bekommen, und zwar energetisch aussendest, nicht leere Worte, was du nicht fühlst. Oder wenn du jetzt Affirmationen machst, ich bin reich und du kaufst dir es nicht ab, nützt das nichts. Also du musst es dir schon abkaufen, was du aussendest. Ganz, ganz wichtig. Ja, das waren die Karten für den Monat Mai. Lass doch gerne ein Like, ein Abo da, würde mich sehr darüber freuen und bis zum nächsten Mal. Ciao.